Wusstest du, dass du dein Steam Deck oder dein PC allgemein zu einer richtig effektiven japanischen Lernmaschine machen kannst? Das ist meine liebste Art, die Sprache zu lernen. Und in den nächsten 7 Minuten zeige ich dir am Beispiel von Persona 3 Reload, wie du das auch kannst. Okay, das geht jetzt gleich Schlag auf Schlag. Die Idee ist, dass du das Video pausierst oder einfach nochmal zurückspulst, wenn du nicht mitkommst. Im Kern brauchst du dafür 4 Programme: Steam Tinker Launch, Agent, einen Chrome-basierten Browser und ein Pop-up-Wörterbuch. Ich nutze dafür das meines Partners Migaku. Ersteres brauchst du bloß auf dem Steam Deck oder einem Linux-PC. Das bekommst du am schnellsten, indem du einfach in den Desktop-Modus gehst und hier den Discover Store öffnest. Dann suchst du nach Proton Up Qt, lädst das herunter und startest das. Hier klickst du zunächst auf Add und wählst dann bei Compatibility Tool Steam Tinker Launch aus und bei Version nimmst du Version 12.0. Aktuellere haben bei mir nicht funktioniert. Sobald der Download fertig ist, startest du Steam neu. Nun hast du dir Agent. Hier musst du auch auf dem Steam Deck und einem Linux-PC etwas unintuitiv die Windows-Version herunterladen. Die entpackst du am besten einfach schnell in deinem Home-Ordner. Nun wechselst du zu Steam. Hier wählst du Persona 3 Reload aus und klickst zunächst auf den Controller und dann Edit Layout. Unter Trackpad stellst du hier das rechte Trackpad auf Maus und legst dann noch R2 als Linksklick fest. Dann mit B wieder aus dem Menü herausgehen. Als nächstes gehst du auf das Zahnrad, Einstellungen, Kompatibilität und machst hier den Haken an. Als Programm wählst du dann Steam Tinker Launch aus. Jetzt steuerst du Persona 3, aber sei schnell, weil es öffnet sich kurz ein Fenster von Steam Tinker Launch, wo du innerhalb von 2 Sekunden auf Main Menü klicken musst. Nutzt dafür notfalls den Touchscreen direkt. Nun gehst du auf Game Menü und machst den Haken bei Use Custom Command hin. Als Programm wählst du dann die zuvor entpackte Exe von Agent aus. Als letztes setzt du noch den Haken bei For Custom Command. Nun klickst du auf OK und das Spiel startet. Bei den nächsten Starts ist das gespeichert, du musst es also nicht jedes Mal wiederholen. Jetzt öffnet sich erstmal Persona 3. Hier gehst du als erstes in die Option und aktivierst den Fenstermodus. Jetzt siehst du, Agent ist auch offen. Windows-Nutzer können an dieser Stelle Agent direkt starten. Erster Schritt in Agent, du lädst die Skripte herunter. Dafür klickst du hier auf den Pfeil nach unten und wählst dann Update Scripts aus. Jetzt findest du in der unteren Liste Persona 3 Reload und klickst das an. Als nächstes ziehst du dieses Fadenkreuz hier mit der Maus oder R2 und dem Touchpad auf dem Steam Deck per Drag and Drop auf das Spielfenster von Persona 3 Reload und klickst als nächstes Attach. Fast fertig. Jetzt öffnest du nämlich deinen Browser und installierst, falls noch nicht zuvor geschehen, Migaku. Wie du das einrichtest, erkläre ich in einem weiteren Video, das du in der Beschreibung findest. Alternativ kannst du natürlich auch ein anderes Programm wie zum Beispiel Yomitan benutzen. Das erfordert auch noch ein wenig zusätzliche Einstellungen, falls du dir Vokabelkarten erstellen willst. Nun gehst du auf die Textseite des Textdrucker UI. Hier öffnest du mit dem Zahnrad oben rechts die Einstellungen und gibst als Port 9001 an. Danach klickst du auf das Verbindungssymbol und den Start-Button. Aktiviere noch fix Migaku für die Seite und auf geht's! Und wenn du jetzt Persona 3 Reload spielst, landet der gesamte Text aus dem Spiel automatisch in deinem Browser, wo du ihn dank Migaku einfach anklicken kannst, um Wortübersetzungen zu sehen. Verstehst du was dennoch nicht, kannst du ihn per KI übersetzen lassen und nachsehen, wie diese Übersetzung zustande gekommen ist. Vokabelkarten kannst du ebenfalls wie gewohnt mit einem Klick über Migaku erstellen. Aber wenn du jetzt noch ein Bild dazu haben willst, musst du selbst einen Screenshot machen und den manuell einfügen. So kannst du jedes von Agent unterstützte Spiel zum Lernen nutzen. Und da du jetzt Migaku im Browser auf deinem Steam Deck installiert hast, kannst du darüber auch mit Netflix und Co. lernen. Doch nun noch die große Frage: Was, wenn Agent ein Spiel nicht unterstützt? Dafür gibt es ebenfalls eine Methode, die du mit absolut allem verwenden kannst. Dafür brauchst du ein kleines Programm namens OWOCR. Das kannst du ganz einfach folgendermaßen installieren. Du öffnest im Desktop-Modus die furchteinflößende Konsole. Das heißt Hackerman.
Und jetzt tue ich einfach mal so, als ob ich hier auf der Tastatur rumtippe, während ich dir die Befehle zeige. Die findest du alle in der Videobeschreibung. Die kannst du ganz einfach auch wie ich reinkopieren. Beim Steam Deck funktioniert das, indem du String, Shift und V drückst. Beziehungsweise, wenn du keine Tastatur angeschlossen haben solltest, klickst du einfach mit L2 in die Konsole rein und wählst hier dann Einfügen aus. So, jetzt hast du das magische Programm, mit dem du jeden Text auf deinem Monitor auslesen kannst. Jetzt müssen wir das noch konfigurieren. Dafür gehst du in den Ordner home/.config. Damit du den siehst, musst du dir im Übrigen versteckte Ordner anzeigen lassen. Hier suchst du dann die Datei ovocr-config.ini und öffnest die in einem Texteditor. Hier änderst du an White2 zu WebSocket und legst bei Screen Capture Combo noch eine Tastenkombination fest. Ich selbst nutze Alt und S. Als nächstes suchst du das Spiel, das du spielen willst, bei Steam und öffnest dessen Controller-Option. Hier legst du nun die Tastenkombination Alt-S auf einen Button. Ich nutze am liebsten L4 bzw. 5 oder R4 bzw. 5. Das sind die Tasten hier unten am Deck. Dafür legst du erst Alt fest und gehst dann auf das Zahnrad, gefolgt von Add Subcommand und wählst nun S aus. Ist alles getan, steuerst du OVOCR in der Konsole, indem du einfach OVOCR eingibst und mit Enter bestätigst. Das musst du jedes Mal machen, wenn du das Deck neu startest. Danach wählst du einen Bereich aus, in dem der Text des Spiels erscheinen wird. Du kannst aber auch einfach den gesamten Bildschirm markieren. Dann gehst du wieder zum Texthocker UI. Die Einrichtung funktioniert wie bei Agent, nur nutzt du Port 7331 statt 9001. Im Spiel drückst du dann die Taste auf dem Deck, auf die du vorhin Alt-S gelegt hast. Jetzt erscheint dein Text im Texthocker und du kannst wieder Migaku nutzen. Du kannst die Ausgabe alternativ auch auf dein Handy bekommen. Dabei hilft eine kleine App namens KDE Connect, die du auf deinem Handy installieren kannst und die auf dem Steam Deck bereits vorinstalliert ist. Mit der können sich die beiden Geräte nämlich die Zwischenablage teilen und Agent kopiert den Text, den es ausliest, automatisch dahin. Das bedeutet, während du auf dem Steam Deck spielst, wird der Text direkt an dein Handy gesendet, wo du die Zwischenablage über das Clipboard von Migaku oder den Reader von Jidojijo auslesen kannst. Ganz einfach, oder? Und wenn du jetzt denkst, dass man nur so ja nicht lernen kann, dann wirf am besten einen Blick in meinen Sprachkurs, den du findest, wenn du hier auf die Playliste links im Bild klickst. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Zocken und Lernen und sage hier wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal.